Ich habe meinen Laden 1975 eröffnet und bin damit die älteste Videothek der Welt. Wenn man in den 70er Jahren zu Hause Spielfilme schauen wollte, dann gab es nur eine Möglichkeit, Super 8. Man versuchte, den Projektor irgendwo aufzubauen. Dieser Klassiker, ne, das Geräusch. Und dann kamen die ersten Flusen im Objektiv. Ja, es hatte halt immer so ein bisschen was vom Kino zu Hause, es war halt immer cool. Das Besondere am Super 8-Film ist einfach dieser Nostalgiefaktor. Das ist wie eine Kindheitserinnerung. Das Sammeln von Filmen ist wahrscheinlich so eine Sehnsucht, von verflossenem Vergangenen wiederzuholen, festzuhalten, einen Film noch mal einlegen zu können. Wir hatten dann so 8 VHS-Kassetten und dann hat man sich mit seinem Lieblingsstück verabredet. Das waren alles diese Sachen, die ich im Kino dann auch mit gefälschtem Schülerausweis geguckt habe. Und die wollten wir dann auch besitzen. Legt eure Waffe nieder, sonst gibt's mit Knoblauch auf der Fresse. Okay, also ich bin raus. Ist denn auch gebumst worden in die Buggy-Bumser? Gewiss. Alrighty. Diese ganzen runtergenudelten VHS-Kassetten dann hinterher, wo man eigentlich gar nichts mehr erkennen konnte. Und trotzdem war es geil. Es gibt auch eine Familie, zu der gehöre ich auch, die eigentlich das gerne zurücksehen, diese Zeit. Super 8. Ich finde das immer gut, wenn jemand sagt, ich nehme einen Teil meiner Kindheit, meiner Jugend und rette ihn hinüber durch mein ganzes Leben. Koste es, was es wolle. Das ist verrückt. Man muss das schon wirklich lieben, aber es macht einfach viel mehr Spaß. Und demnächst auch auf VHS. Willkommen bei Auf Hoch 2 Dialog. Gerade haben wir den aktuellen Trailer des neuen Dokumentarfilms demnächst auf VHS gesehen. Und ich darf hier André Rösler begrüßen, den Mann hinter dem Projekt. André, hallo. Hi, grüß dich. Der Trailer geht ja schon in eine ganz klare Richtung. Kannst du mal mit eigenen Worten aber noch mal beschreiben, worum es in deinem Dokumentarfilm geht? Ja, der Film geht über die Entstehung des Heimkinos, wie der Name demnächst auf VHS vielleicht schon vermuten lässt. Wie ist das Heimkino entstanden? Aufkommen von Videotheken, wie hat man sich den Film nach Hause geholt und ja, die Faszination und einfach das Verlangen, den Film auch zu Hause mal sehen zu wollen. Wie bist du auf die Idee gekommen, so eine Doku über Videotapes zu machen? Als Kind, andere Kinder waren in Jugendclubs, andere Kinder waren in Sportvereinen, im Fußballclub oder sonst wie und ich war in der Videothek. Ja, da hatte bei uns eine Videothek aufgemacht, wo ich gewohnt habe in Taunusstein und da war ich von morgens bis abends, nach der Schule bin ich dahin und bis abends war ich dann da und ich war wirklich der absolute Videothekenabhänger und Filmnerd. Und später habe ich dann auch in der Videothek gearbeitet und als dann Videotheken, ich sag mal vor ein paar Jahren begonnen haben auszusterben, dachte ich mir, das muss man irgendwie muss man da noch was machen. Das muss man irgendwie dokumentieren und festhalten, dass es mal diese Ära Videotheken gegeben hat. Aber es gibt ja jetzt auch schon eine ganze Reihe von Dokus zu Videokassetten, also Video Hunters, Eckis Welt, Planet of Tapes. Wo differenzierst du dich da mit deiner Dokumentation zu denen, die schon bestehen? Also ich würde behaupten, mein Film erzählt die komplette Entstehung des Heimkinos, die komplette Entstehung. Die anderen Filme gehen ja mehr ein auf Video oder halt auf eine Person oder ja, quasi auch teilweise halt so ein bisschen ins Nerdige, so ein bisschen, was ich auch super finde. Aber mein Film erzählt schon den kompletten Rundumschlag. Es fing an mit, was ist die erste Videothek der Welt? Was wurde da verliehen? Natürlich Super 8, ja, weil früher gab es keine Videokassetten. Wenn man sich einen Film nach Hause holen wollte, dann auf Super 8, ja. Und dann geht es halt auch darum, dass Super 8 ausgestorben ist, dass das von Video verdrängt wurde und die Protagonisten erzählen auch davon, dass sie mit Super 8 gefilmt haben, dass sie mit Video gefilmt haben.
Und was es einfach für ein geiles, tolles Erlebnis war, sich jetzt den Film nach Hause zu holen und auch selber Sachen produzieren zu können und auch zu Hause zu sehen. Wie groß war denn das Team, mit dem du gearbeitet hast? Nur ich. Das ist ein Ein-Mann-Team. Und das war kein Ego-Ding oder so nach dem Motto, ich wollte alles alleine machen, sondern einfach auch ein Kostending. Weil ich halt wirklich mir nichts anderes hätte leisten können. Ich musste es alleine machen. Und ich bin ja gelernter Mediengestalter Bild und Ton. Das war mein früherer Job. In dem habe ich gearbeitet. Also Mediengestalter Bild und Ton, Kamera, Ton und Schnitt. Hatte das also gelernt. Habe da 20 Jahre gearbeitet für Film, TV, Werbung, Musikvideos. Um dann nach Burnout zu merken, das will ich nicht mehr machen. Aber immerhin konnte ich es dann, so dass ich jetzt halt auch in der Lage war, das so alleine umzusetzen. Wow, Wahnsinn. Also letztendlich Produzent, ja, Regisseur, Kameramann, Buch, Schnitt. Musik. Und genau, Musik machst du auch selbst. Genau, ja. Und die spielst du auch selbst ein? Das ist eine Kombination aus beidem. Und zwar, ich spiele eine Menge von Instrumenten, weil ich ja jetzt als Musiklehrer arbeite. Aber diese Ära so der 70s und 80s, gerade 80s, ist ja so viel so Synthwaves-Musik. Ja? Und ich bin jetzt nicht der Synthwaves-Produzent. Und da funktioniert es wirklich so, dass ich ganz normal mit dem iPhone nehme ich auf der Gitarre so Melodien, schicke die einem ukrainischen Synthwave-Musikproduzenten und der arbeitet das für mich dann aus in Synthwave. Wow, also das heißt, wir haben dann quasi einen Klangteppich, der exakt zum Bild passt in gewisser Weise. Ja? Genau, ja. Auch inhaltlich und vom Style her. Ja? Genau, in jedem Fall. Und dann natürlich auch 70s, da bin ich dann wieder ein bisschen mehr involviert, weil die 70er Jahre ist ja so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen, da ist mehr die Musik in Richtung Blaxploitation, Grindhouse-Musik, so ein bisschen, also da ist dann nicht so synthlastig. Bezüglich dem Arbeitsprozess, den so ein Dokumentarfilm ja mit sich bringt, wie fängt man da an? Was sind die ersten Schritte? Die ersten Schritte sind Recherche, ja, wirklich recherchieren. Was war die erste Videothek der Welt? Ja, was hat der verliehen? Wo sind Sammler zu finden? Wo sind Sammler zu finden, die auch was zu erzählen haben, die halt auch Hintergründe darum haben, Emotionen, darum geht es ja auch im Dokumentarfilm. Und da habe ich mir dann halt auch viele Sachen halt angeschaut, auch bei YouTube, Inspiration geholt von Sammlern, von Filmshops etc. Und ja, so kam ich dann halt auf die ersten Sachen, unter anderem halt auch unter den Filmshop in Kassel, die erste Videothek der Welt. Ecki, ein ganz super, klasse Typ, der halt wirklich seine Super 8 Filme dann Freunden verliehen hat. Und da das so gut lief, kam er halt dann auf die Idee, daraus kann man Geld machen und hat dann seine erste Videothek in Kassel eröffnet. Okay, also Recherche. Und wann hast du dann mit der Recherche angefangen? Also wann ging es los mit dem Projekt quasi? Das Projekt ging los Anfang 2020. Anfang 2020. Anfang 2020. Jetzt ist es ja so, dass gemäß dem Filmtitel die VHS, also die Videokassette, im Mittelpunkt steht. Aber, wie du schon vorhin kurz erwähnt hast, spielt Super 8 ja auch eine Rolle in deinem Dokumentarfilm. Und deswegen bin ich ja hier. Ja. Wo und wie spielt Super 8 jetzt demnächst auf VHS eine Rolle? Ich selber finde halt super interessant, dass die erste Videothek der Welt in Kassel halt Super 8 Filme verliehen hat. Ja? Super 8 Filme, das kann man sich ja heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Das waren ja damals unglaublich teuer zum einen. Ja? Die Filme haben ja 149 Mark gekostet. Eine Rolle, ja, so ein Film bestand aus 1 bis 2, 3, 4 Rollen. Also ein ganzer Film teilweise 800 D-Mark gekostet. Und das wissen halt Leute heute gar nicht mehr. Die Leute wissen nicht, dass das die erste Möglichkeit war, sich Filme nach Hause zu holen. Auf Super 8 in gekürzten Fassungen, mit skurrilen Titeln, reißerischen Titeln vom ganz schlechten Film. Und um die nochmal zum Beispiel, um schon mal so einen kleinen Sneak Peek in meinem Film. Es gibt den Film Der Horror Express. Und auf Super 8 heißt der Teufel nimmt sich nur das Beste. Ja, um dann wirklich die Leute da auch ranzuholen und zu sagen, hier, und dann ist da halt eine Frau mit gespreizten Beinen auf dem Kreuz und dann steht da, der Teufel nimmt sich nur das Beste. Und dann war das für manche Leute auch ein Kaufsargument. Ja, also die Texter bei den Super 8 Vertrieben, die waren schon wahre Meister, ja, der Wortakrobatik. Also da gibt es ganz tolle Sachen. Es ist, glaube ich, jetzt nicht nur auf der inhaltlichen Ebene relevant, sondern auch auf der visuellen Ebene, in der Produktion.
Genau. Ich wollte in jedem Fall, um dem Film wirklich was sehr Authentisches und auch wirklich so ein bisschen Einzigartiges zu verleihen, habe ich 100 Rollen, über 100 Rollen, habe ich auf Super 8 gefilmt. Um das auch wirklich diese 70er Jahre, 80er Jahre Ästhetik auch optisch wirklich zu transportieren. Und der Film hat halt auch definitiv dann diesen besonderen Filmlook, weil er auf echtem Film gedreht ist. Also quasi ein Film über ein aussterbendes Format in einem aussterbenden Format gedreht. Über 100 Rollen. Wie viel kostet heutzutage so eine 15 Meter Rolle inklusive Entwicklung? Eine Rolle kostet so gegen 35 €, die Entwicklung kostet 20 und der Scan kostet nochmal 15 € pro Minute. Dann kann man sich ja ausrechnen. Wow. Und mit welcher Kamera hast du gefilmt? Ich habe mit mehreren Kameras gedreht, also eigentlich mit 2 Kameras, mit einer Nikon R10 und meine Hauptkamera eine Beaulieu 4008. Das ist die Königin der Super 8 Kameras. Genau. Das hier ist die Beaulieu ZM4 4008. Sieht für viele Leute gar nicht mal so Super 8 optisch aus. Viele Leute verbinden so ein bisschen so dieses Schröns-Ding damit, so unten. Und sie hat ja eher mehr, ich sag mal, so ein bisschen elegantere Form. Aber ja, das war die Kamera, mit der ich gedreht habe und ich bin auch sehr zufrieden mit den Resultaten. Das Tolle ist auch nicht nur daran, dass halt der Film mit Super 8 gedreht ist, sondern dass halt auch viele der Protagonisten, die in demnächst auf VHS zu sehen sind, auch Material zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, Jan van Weide hat seine alten Super 8 Rollen rausgekramt. Peter Torwart, der Regisseur von Bang Boom Bang, hat mir seine ersten Super 8 Filme gegeben. Von Karl Dall habe ich ganz viel Material. Gary Strebeck hat mir seine alten Rollen gegeben. Und dieses Material wird auch zum ersten Mal dann halt auch in demnächst auf VHS oder halt jetzt auf Super 8 dann in diesem Moment dann halt auch zu sehen sein. Und was fasziniert dich an Super 8, dass du das jetzt dann auch so gemacht hast? Also ich finde diesen Vintage-Look, also diesen alten Look, der gefällt mir unglaublich gut. Diese satten Farben, dass da auch mal ein Haar drauf ist, dass da Staub drauf ist, dass da auch mal ein Laufstreifen zu sehen ist oder dass das Bild mal ruckelt. Ja? Genau das finde ich halt einfach super. Früher habe ich das versucht mit Filtern zu rekonstruieren. In so Kurzfilmen habe ich mir solche Vintage-Filter drauf gerechnet. Aber die kommen halt einfach nicht dran an diesen echten Look, an diesen warmen Filmlook. Und ich fand das einfach so schön, dass ich dachte mir wirklich, dass dieses Filmmaterial perfekt geeignet ist, um den Film darauf zu drehen. Und wie bist du zu Super 8 gekommen? Also du hast ja bestimmt eine Geschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht, oder? Gar nicht mal so weit. Ja, gar nicht mal so weit. Früher, ich wusste, dass es Super 8 gibt, aber es hieß immer bei uns zu Hause, das ist so teuer. Ja, das kann man, und das war ja auch unglaublich teuer. Diese Kameras haben ja tausende D-Mark gekostet. Und ich fand bei meinem Schwiegervater im Keller ein verstaubtes Kästchen mit einer Kamera. Mit einer nicht mehr funktionierenden Kamera und einem Projektor. Und dann habe ich den Schwiegervater von meiner Frau gefragt, hier, können wir da mal was schauen? Und dann hat er den halt aufgebaut und war ganz stolz, mal wieder diese alten Filme zeigen zu können. Und das war wirklich so der Moment, so nach dem Motto, das muss ich auch machen. Diese warmen Farben, diese Nostalgie, das Rattern von dem Projektor, das will ich auch. Und wann war das dann so ungefähr? Das war vor 2,5 Jahren ungefähr. Ach du liebe Zeit, ein Frischling quasi. Genau, ja, genau. Und gleich voll losgelegt. Wahnsinn. Genau, gedreht Wahnsinn. Ohne Ende und dann habe ich halt auch relativ schnell das Musikvideo von Albert Hammond gemacht, Good Old Days. Und das war dann nochmal so ein Punkt, auch wie das halt aufgenommen wurde, so von Leuten, die es gesehen haben, dachte ich mir, wow, das möchte ich weitermachen. Du hast natürlich aber auch digital gefilmt. Ne? Und mit was für einer Kamera hast du da gearbeitet? Genau, ich habe natürlich, damit das Ganze halt auch zukunftssicher ist, weil man weiß ja nie, wann wird der Film veröffentlicht, wie wird der Film veröffentlicht, welche Spezifikationen möchten vielleicht Streamingdienste oder Kinos haben, habe ich den Film mit der Blackmagic 6K gedreht, die Interviews, alle in 6K und habe das Super 8 Material in 4K scannen lassen. Ja,
Also digital, eine Blackmagic. Das ist eine günstige Kamera, um einen sehr guten Look zu bekommen. Die kostet so 2000 € in dem Dreh, was günstig ist für eine 6K-Kamera. Und das halt in der Kombination mit diesem Super 8-Material. Und worauf schneidest du dann den Film? Auf Avid. Avid Media Composer ist halt quasi das Tool, auf dem ich gelernt habe, wo ich diese TV-Produktion und so schneide. Und darauf schneide ich halt auch hier in meinem Studio.